Hi bei Bauboom Bang und dem zweiten Teil des Projekt Bangs, der French Gliedwand. Habt viel Spaß, jetzt geht's weiter, nämlich mit dem Herzstück. Da der Keller noch total voll steht, kann ich unten keine Vollformatplatten schneiden, deshalb geht's draußen weiter. Staub im Auge. So, ich bin wieder in der Werkstatt. Die Platten haben jetzt ein etwas handlicheres Format und können jetzt quasi dem Feinzuschnitt zugefügt werden. Das muss ich leider auch mit der TS55 machen, auf dem Boden, weil mein MFT ist voll und die CS70, die ist tatsächlich nicht groß genug, quasi um so eine Platte zu handeln. Oder sagen wir mal so, ich traue es mich noch nicht, weil das muss jetzt echt einfach passen. Und mit der TS55 kann ich es im Schlaf machen. Das Geile ist noch die zusätzliche Absaugung. Natürlich Direktanschluss am Gerät plus Stromzufuhr. Automatik. Das heißt, es geht automatisch der Staubsauger an, wenn ich das Gerät einschalte. Kennt ihr von verschiedenen anderen Systemen, die das mittlerweile auch haben, aber Festool ist, glaube ich, da ein Vorreiter gewesen. Oder auch nicht. Schön Spack messen. 164,8. Den Zentimeter hätte ich auch genauer messen können. Egal. Anschluss einmal hier an die Absaugung und einmal den Plug-it-Stecker an den Strom. Führungsschiene ansetzen. Super Beispiel für ein Loch im Kopf. Ich zeichne was an, will gerade die Führungsschiene anlegen und bemerke, fuck, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Markierungen, aber ich habe doch gerade nur 2 gemacht. Ja, das waren die falschen von vorhin. Und jetzt alles nochmal gemessen und einfach ein kleines Kreuzchen dran gemacht. Und schon läuft's mit der Markierung. Marker Numero 1, Marker Numero 2. So, Säge ansetzen, Gehörschutz auf und los geht's. Wichtig ist beim Aufsetzen der Säge auf die Führungsschiene immer nochmal kontrollieren, ob sie richtig sitzt. Weil jetzt zum Beispiel, das ist ein schwerer Trümmer, aufgesetzt und es hat sich nochmal leicht verschoben. Kurz korrigieren und dann kann es losgehen. Das ist jetzt ein Probeaufstellen für die Wände, da es gar nicht alles so wirklich geil rechtwinklig ist und ich zu faul bin, erst Winkel abzumessen und die wirkliche Verschiebung der Wände darzustellen. Deshalb schraube ich jetzt die erste Wand einfach an und die zweite dann daneben und werde dann genau abmessen, wie, in welchem Verzug und wie krumm ich welche Wand wirklich noch anpassen muss. Jetzt hier einmal angezeichnet, wo diese Querlatte dort quasi aufliegt. Das Maß nehme ich mir jetzt ab, alle 20 cm ungefähr, und füge das auf dieser Seite an und schneide es dann nochmal ab. So müsste es dann irgendwann aussehen, nur natürlich nicht versetzt. Ton ist ausgefallen, deshalb jetzt synchron. So sieht die Wand jetzt aus. Zugeschnitten und provisorisch angebracht. Jetzt markiere ich alle Bohrlöcher, bohre und senke sie an und dann wird sie angeschraubt.
Resümee, 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 Resümee. Schlusswort für den ersten Teil. 60 Schrauben später, die Wand hängt. Jetzt geht's weiter mit den French Gliedleisten. Ich habe mir draußen aus den restlichen Platten ein langes Teilstück gesägt von 65 cm Breite und 2,50 Meter Länge. 2,50 Meter ist das längste, was es als Plattenmaß von diesen Platten für mich gab, die ich transportieren konnte. Und daher wird dann quasi eine French Gliedleiste 2,50 Meter und danach muss ich stückeln. Das werde ich jetzt gleich erstmal in weitere Teilstücke zersägen, nämlich in 6 cm breite Streifen im geraden Schnitt. Die geraden Leisten sind geschnitten, jetzt kommt der 45-Grad-Schnitt. Um eine 6 cm breite Leiste in 45 Grad in der Hälfte zu trennen, muss mein Anschlag bei 3,8 cm platziert werden. Aus meinen 10 6 cm Leisten wurden jetzt 20 45 Grad Leisten. Wir haben eine schmale Seite von, ich weiß gar nicht, 10 Leisten gleich 20 45 Grad Leisten und die Bemaßungen sind 3,5 cm auf der Längsseite, also auf der langen Seite, und 2 cm auf dieser Seite. Erst die 6 cm und dann in 45 Grad aufgeteilt. Damit habe ich dann 2 Leisten, die ich nutzen kann. Ich suche mir jetzt die schicksten aus und dann geht's weiter. Ich zeichne im Abstand von 20 cm die Bohrabstände an. Tada! Selbst gebaut. Ein paar Restholzstücke, ein super Bleistift und dann Kabelbinder zum Wiederöffnen. Den Bleistift eingespannt, genau gemessen den Abstand zwischen hier und der Stiftspitze und ab die Post mit Markieren. Wundert euch nicht, hier ist alles schief. Der Laser sagt, es ist alles schief. Ich will es aber gerade haben, auch wenn es komisch aussehen wird, weil ich möchte ja, dass alles fest in der French Gliedwand hängt. Ganz gebrochen ist halb gesplittert. Nee. Keine Ahnung, wie der Spruch ging. Jetzt noch schnell mit dem Schleifblock oder elektrisch die Kanten brechen. Das ist wichtig, damit nichts absplittert und auch nachher beim Einhängen die Kanten nicht kaputt gehen. Geht natürlich auch schneller. Jetzt kommt hinten Leim drauf und vorne Schrauben. Jetzt die erste Leiste mit den Schrauben in die Wand. Ich weiß, keine Schrauben in den Mund. Ist nicht gut für die Schrauben und auch nicht gut fürs Holz. Die erste Leiste hängt. Juhu! Nur noch 235.000.2117. Juhu! Und sieht geil aus später. Das kurze Endstück für hinten habe ich kurz mit der japanischen Säge zugeschnitten und es passt. Hier natürlich auch eben noch die Kanten brechen. Kleber drauf. Kurz verstreichen. Und dann mit den passenden Schrauben anbringen. Bei den letzten beiden Leisten nehme ich euch nochmal mit. Man entwickelt einfach so ein paar Tricks, wenn man echt schon so 2 Kilometer Leiste angebracht hat. Ihr kennt es vielleicht aus anderen Projekten, die ihr selber schon realisiert habt.
Es ist eine sehr stupide Arbeit, aber man professionalisiert sich auf den letzten Metern. Deshalb sollte man überlegen, ob man vielleicht in der Mitte anfängt, das, was man am besten und meisten sieht. Das geht natürlich nicht. Nein, also ich habe die Leisten schon immer jetzt vorgebohrt, aber nicht alle. Da ich die Löcher parallel haben will, musste ich sie teilweise an der Wand anzeichnen. Das hat auch sehr gut funktioniert und vermeidet Fehler im Vorhinein. An der kleinen Leiste zeige ich euch jetzt, wie ich die Maße übertragen habe, weil ich nur jede zweite große Leiste schon vorher markiert habe und die anderen verschieben sich etwas. Daher habe ich mir die Maße an der Wand direkt geholt. Ich habe sie... Haha, falsche Leiste. Das war die zugeschnittene. Genau, ich habe sie mir hier angelegt. Einen ganz einfachen kleinen Stahl, Holz, was auch immer, Hauptsache rechtwinkligen Winkel, Messer, zack, angelegt, Bleistift, Fump, Fump, kleine Markierung, umdrehen, zack. Und jetzt noch die Leiste, kleines Halteballett. Und nur bei den kleinen Leisten habe ich das so gemacht, dass ich wirklich jedes Loch übertragen habe. Bei den langen Leisten habe ich mir 2 Positionen als Markierung genommen und dann meine vorbestimmten 20 cm dann auf der Werkbank weiter markiert. Ein Tipp ist natürlich der Laser. Ich kann euch nur empfehlen, so ein Ding anzuschaffen. Es muss kein teurer sein, es können ganz einfache sein, aber ihr seht, wie unfassbar er die Arbeit erleichtert. Ich bereite die Leisten für die Wand so vor, dass ich jedes zweite Loch schon mal grob mit der Hand mit einer Schraube vorbereite, so dass ich sie an der Wand nicht mehr großartig verrücken muss. Dann drehe ich das Ganze um, nehme in dem Falle meinen wasserfesten Leim und bringe eine kleine Leimwulst auf. Mit einem kleinen Metallspachtel in dem Falle, den Metallspachtel nutze ich deshalb, weil man ihn super sauber machen kann, wird jetzt der Leim flach gestrichen. Würde natürlich auch mit einem Kunststoffspachtel funktionieren. Verstreiche ich den Leim, so dass ich mir sicher bin, dass keine dicken Wulste entstehen. Es bleibt ein bisschen Leim über, den kann ich drauf lassen und gleich weiter benutzen. Und jetzt kommt die Leiste an die Wand. Hier kann ich jetzt nur als Tipp geben, anlegen. Ihr seht, am Laser ausrichten, was hervorragend funktioniert. Und jetzt erstmal eine der mittleren Schrauben positionieren, damit ich rechts und links noch Bewegungsspielraum habe. Und jetzt erst nehme ich mir hier vorne die Wand ist fertig, jetzt kommt nur noch der Feinschliff. Ich sehe ja gar nichts mehr. Jetzt ein paar Facts. Holz, Dübel, Schrauben, Leim, sonst nichts. Jetzt kommt noch Farbe drauf. Aber zuerst wird jetzt noch mal geschliffen. Ich glaube, ich mache das doch mit der Maschine. Mit 220er Papier ganz seicht und sanft einfach einmal kurz drüber streichen und dann kommt Öl auf die Wand, um sie zu schützen und natürlich auch ein bisschen für den Look zu sorgen. Ja, die Wand funktioniert auch. Ich habe noch keine wirklichen Anbauteile, aber jetzt hier zum Beispiel ein kurzes Konterstück. Ihr seht, zack, einfach rein. Ihr könnt es richtig reinhängen und es passt und es wackelt nichts. Ich bin mega begeistert. Es macht immer wieder Spaß, es nachher zu sehen, wenn man was geschafft hat. Deshalb probiert es einfach auch aus. Wenn euch dieses Projekt gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo da. Gebt mir vielleicht auch einen Daumen oder kommentiert, wie ihr wollt. Habt Spaß, fragt mich, wenn ihr Fragen habt und ich sehe euch hoffentlich bald wieder, wenn es wieder heißt Bau, Boom, Bang. So, es bleibt alles hier. Du hast noch keinen Bauschein. Du hast noch keinen Bauschein.